Oh hey! Random, was zum Fick ist diese Review? Was zum Fick ist Wizfart? Ach, Klein Timmy, gut, dass du das überhaupt fragst. Denn heute reden wir mal über Wizfart. Und ich schwöre, der Cartoon hat mehr zu sich als diese furchtbare Titel. Also anyway, folgt mir auf der Reise, wie ich über Wizfart, was für ein Titel, rede. Wie immer, Disclaimer vorweg, hierbei handelt es nur um meine Meinung. Falls ihr eine andere habt, lasst ihr mich doch gerne in den Kommentaren wissen, auch wenn ich zugegeben, ich bezweifle, dass die meisten überhaupt was wissen über Wizfart. Aber anyway, alle Disclaimer wurden disclaimed. Legen wir doch mal schnell los mit dem Video, um mich etwas zu erklären. Aber spulen wir doch mal zurück. Was genau ist denn nun Wizfart? Was ist dieses Wizfart? Well, es ist eine Cartoon-Show aus den Mid-2010s. Und ich weiß, was ihr überhaupt etwa denkt, wenn ihr etwa die Wizards sieht und den Titel euch etwa durchliest. Das ist bestimmt ein Cartoon, den Random hasst. Oder ein Cartoon, der von den meisten etwa gehasst wird. Und zugegeben, ich weiß nicht, ob dieser Cartoon wirklich etwa so ein Hatem, in Anführungszeichen, hat zu sich. Ich bezweifle eher weniger, weil so wirklich so viel bis überhaupt hört was von diesem Cartoon eher weniger was. Und beginnen wir doch mal vom Anfang an. Was ist denn nun etwa die Story von einem Cartoon namens Wizfart? Nun, tatsächlich ist diese Story deutlich kreativer, als man zuerst denken würde. Denn was auf den ersten Blick aussehen könnte, wie ein weiterer billiger Entry Point für Adult Cartoon Animation Comedies, ist dann doch deutlich mehr kreativer. Denn in Wizfart haben wir etwa eine Welt, wo es keine Menschen gibt. Dafür gibt es etwa mythologische und auch Fairytale-Wesen, sei es nun etwa Feen, sei es nun etwa Meerjungfrauen und so weiter und so weiter. In der Show verfolgen wir größtenteils eine Gruppe an 3 Freunden. Ein Leprechaun namens Daz, ein Geistermädchen namens Akio, ich habe den Namen vermutlich gebutzert, ich entschuldige mich schon dafür im Voraus, und ein sprechenden Puffinvogel namens Puffin. Was für ein kreativer Titel. All diese 3 Freunde leben miteinander zusammen in dieser Welt und der Twist an dieser ganzen Sache ist, dass mehr oder weniger der große Konflikt in der Serie von Daz kommt. Denn dieser ist natürlich ein Leprechaun, der Wünsche erfüllen kann. Und in dieser Welt müssen Leprechauns etwa Wünsche erfüllen. Deshalb sind etwa wenige Leprechauns wirklich etwa in der Außenwelt zu sehen. Aber das ist einer der wenigen, beziehungsweise eine große Ausnahme, der nicht etwa so wirklich was dagegen hat, Wünsche zu erfüllen. Das ist die grobe Story dieser Show und die Story klingt doch etwas spaßig unterhaltsam. So eine Fantasy-Welt und etwa ein Cartoon, der mehr oder weniger über Wünsche geht, klingt doch spaßig, klingt nach einer guten Zeit. Well, naja, ihr seht ja doch etwa, wie die Wizards aussehen, aber dazu kommen wir ein wenig später. Reden wir doch etwa mal über die Dinge, die mir wirklich gefallen haben an der Show. Denn im Großen und Ganzen, Spoiler-Alarm, bin ich eigentlich schon etwa zufrieden mit dieser Show. Auch wenn es Aspekte gibt, die etwa ein wirklicher Abturner sowohl für mich als auch für andere sind. Einer der großen Highlights dieser Show ist etwa die Dynamik der 3 Freunde. Denn auch wenn all diese mehr oder weniger in klassischen Stereotypen von Cartoons verfallen, das ist eher mehr der Ängstliche, der etwa von vielen sozialen Interaktionen mehr oder weniger Angst hat. Zum Beispiel auch etwa ein Crush hat an einer Meerjungfrau namens Suni. Ich habe den Namen vermutlich auch wieder gebutzert, sorry dafür. Es aber nie etwa wirklich schafft, seinen Crush etwas zu confessen. Puffin ist der klassische Vielfraß der Gruppe, der manchmal ein wenig dümmlicher sein kann. Ein klassischer Patrick-Typ eben. Und Akio ist zwar snarkig, hat aber immer die guten Intenten zu sich. All diese Charaktere klingen auf den ersten Blick so wie Charaktere, die man schon in irgendeinem anderen Cartoon mal gesehen hat. Und auch wenn diese Charaktere das Rad nie neu erfinden, fallen die etwa nie in die negativen Dinge bzw. in das Übertreiben dieser Stereotypen rein, wie manch andere Charaktere. Und die Charaktere, auch wenn die an sich etwa nichts Besonderes per se sind, fühlen sich einfach etwas sehr nett an. Denn vor allem deren Dynamik miteinander ist etwa das große Highlight dieser Show. Man kann wirklich verführen, dass diese 3 Freunde richtige Freunde sind, wirklich etwa füreinander etwa da sind und wirklich füreinander Interesse haben, beziehungsweise da sein wollen. Deren Freundschaft ist wirklich das Herzstück dieser Serie und macht diese Serie auch einfach zu einer spaßigen, unterhaltsamen, comfy, wenn nicht sogar cozy Watch. Denn überraschenderweise, auch wenn man vom Assess nicht etwa erwarten würde, ist diese Serie relativ chill. Es ist eine dieser Serien, die man sich etwa vielleicht gegen Abend, wenn man etwa exhausted ist von Arbeit oder Studien oder was auch immer, sich einfach anschauen kann und eine nette Zeit damit haben kann. Klar, es ist eine Comedy und zugegeben, die Comedy hier funktioniert für mich eher weniger so dolle. Es gibt manche nette Gags zu sich, aber im Großen und Ganzen, auch wenn die Comedy nicht etwa für mich immer brüllt, funktioniert die Show relativ gut, da sie einfach einen schönen cozy Feel zu sich hat.
Es hat zwar seine Stakes zu sich und die Story können manchmal intens sein, aber im Großen und Ganzen ist die Show eher weniger intens. Einfach ein guter kleiner Cozy Watch wirklich, was etwa der Show wirklich viel zu sich gibt. Die Charaktere generell sind auch sehr spaßig, vor allem wenn es um Side-Characters geht. Wir haben zum Beispiel einen King Neptune hier, der sehr unterhaltsam ist. Und natürlich haben wir meinen Lieblingscharakter aus dieser Show, Fireball Cat. Fireball Cat ist nicht nur vom Design her wundervoll, ist nicht nur von seinem Snark her der beste Snark-Charakter aus dieser Show, nein, der Charakter ist auch einfach nur super unterhaltsam, immer wenn er da ist. Und das bringt mich auf einen anderen Punkt. Wie diese Show etwa ihre Wünsche und diese ganze Dynamik rund um Wünsche etwa umsetzt, ist tatsächlich relativ originell für so eine Art an Cartoon. Denn Cartoons mit Leprechauns oder eben mit Elfen, die eben Wünsche etwa hervorbringen können manchmal etwa ein Problem haben, das zu lösen. Denn manchmal kann man etwa irgendwie auf Teufel komm raus eine nie davor erwähnte Regel etwa reinbringen, um diese ganze Wunschthematik schwerer zu machen, nicht, dass man das einfach so löst. Und natürlich sollte man das auch nicht einfach lösen mit einem weiteren Wunsch. Und da hat Wishfart einen guten Zug gegeben, denn in dieser Show kann man nicht etwa wirklich einen Wunsch mit einem anderen Wunsch etwa fixen. Was nicht nur etwa der interne Logik etwa hilft für diese Show, sondern auch ein nettes Worldbuilding-Detail ist. Abseits davon können manchmal die Plots sehr interessant sein. Man merkt mal sich zum Beispiel etwa Des an, der nicht etwa relativ typisch oder stereotypisch aussieht für einen Leprechaun. So gibt es eine Episode in der Show, wo ein anderer Leprechaun versucht, ihn mehr oder weniger reinzupusten in ein Stereotyp. Und wie man das gemacht hat, ist eine so eine interessante, dann doch eher mehr layerte Episode. Und kommen wir doch mal zu der Sache, die ihr euch gewundert habt. Reden wir doch mal über den Titel und die Animation. Denn auch wenn ich etwa die Show relativ gut finde und unterhaltsam finde, vor allem für so ein Cozy Watch, so auch kann ich etwa nicht verneinen, dass der Titel und die Animation nicht etwa gerade überzeugend sind. Reden wir doch mal über den Titel. Warum hat man die Show Wishfart genannt? Nun, ganz einfach gesagt, es ist eine Pun auf Brainfart. Manchmal geht ein Wunsch schief. Wishfart. Das wäre vielleicht clever, wenn man etwa die Show nicht etwa Wishfart genannt hätte. Ja, ich verstehe zwar, woher die Logik kommt, aber der Titel war kein guter Titel. Vielleicht hat man mal sich gedacht, mit so einem Titel mehr Aufmerksamkeit zu kriegen, aber turnt es doch dann am Ende des Tages die Leute eher mehr von so einer Show ab, was schade ist. Dasselbe kann man leider auch zu der Animation sagen, denn es sieht sehr typisch aus nach den typischsten Kandidaten von solchen Adult Cartoon Comedies eben, auch wenn es nicht etwa die größte Comedy ist, zugegeben. Das hilft es auch nicht, ich bin kein großer Fan von den Animationen und anders als bei anderen Cartoons, wo das Hässliche dann doch eher mehr die Intensen war, kann man eher weniger davon ausgehen. Es ist nicht das Schrecklichste, was ich jemals gesehen habe in einem Cartoon. Immerhin ist das Movement relativ smooth, aber der Artstyle ist nicht etwa gerade überzeugend, weder für mich noch für die meisten, vermute ich zumindest. Es ist sehr doll, es ist sehr, ich hab's schon mal gesehen und ich mag's eher weniger. Es ist nicht der beste Artstyle. Und es ist schade, denn ich denke, mit einem anderen Artstyle und mit einem anderen Titel hätte die Show vielleicht deutlich mehr auf sich ziehen können. Denn als solches wirkt das auf den ersten Blick eher mal sehr generisch, sehr öde, sehr nix aussagt. Aber am Ende des Tages finde ich, dass Wishfart ein Überraschungscartoon ist. Falls ihr über die Animation hinwegschauen könnt, beziehungsweise den Artstyle eher mehr und den Titel hinwegschauen könnt und generell die Titel der Episoden hinwegschauen könnt, die Titel der Episoden sind wirklich schrecklich und sind einfach nur größtenteilig ein Zitat oder ein Dialog von der jeweiligen Episode, dann könnt ihr vielleicht was mit Wishfart euch anfangen. Denn als solches ist es zwar nicht die komplexierteste Fantasy-Welt, aber eine nette Welt und so lang ist die Show jetzt auch nicht, da sie es auch jetzt nicht so lang leider gehalten hat. Wishfart, underrated, aber auch ein komischer Case, denn in seiner Präsentation überzeugt es mich einfach nicht, aber alles drum und dran, das Writing, die Story-Ideen, die Charaktere, relativ gut, würde ich behaupten. Aber naja, das war's auch von mir. Ich hoffe, ich konnte euch Wishfart ein wenig näher ranbringen. Seid ihr Fans von Wishfart? Habt ihr jemals von Wishfart gehört? Findet ihr auch, dass dieser Titel dumm ist? Was würdet ihr dieser Show als Titel geben? Das würde mich wirklich interessieren. Aber anyway, wir sehen uns, bis wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Euer Random oder sehe ich. Bye bye!